Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das Geheimnis ist gelüftet. Fabrizio Romano hat seinen Job gemacht und herausgefunden, welcher Spieler der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte von Real Madrid sein soll. Und es handelt sich um niemand anderen als Michael Olise. Was da dran ist, wo die Information herkommt, meine Meinung dazu etc. natürlich in diesem Video. Dann habe ich die neuesten Informationen für euch zu Real Madrid Castilla und auch zu dem anderen Kandidaten Enrique Riquelme. Er hat gestern ein offizielles Statement abgegeben und erklärt, welchen Trainer sich Raúl für die Zukunft von Real Madrid ausgesucht hat. Und der Name wird euch gefallen. Also, ich sag einfach mal, viel Spaß beim Video. Ja, bevor ich mit dem Video starte, lasst mich erstmal hiermit starten. Bevor wir mit dem Video weitermachen, habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar zum 5-jährigen Jubiläum haben die Jungs von Holy etwas ganz Besonderes rausgehauen. Und zwar hast du zum ersten Mal die Chance, Holy nicht nur in Pulverform, sondern auch in Sirupform zu genießen. Und das Ganze in ganz vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das Ganze ist auch sehr einfach. Du kriegst diesen neuen Holy-Behälter mit der Sirupflasche. Die führst du einfach ein. Und Deckel auf, logischerweise. Wasser hinzufügen, hier rein. Deckel drauf, los geht's. Und das Beste an allem, du kannst selber die Intensität deines Geschmackserlebnisses entscheiden. Und zwar geht's von Stufe 1 mit ein bisschen Geschmack bis Stufe 5 Geschmacksexplosion. Du hast also selber alles in der eigenen Hand. Und das Beste an allem natürlich, mit dem Code ALAMADRID kriegst du 10% Rabatt auf deine Bestellung. Solltest du zum ersten Mal Holy ausprobieren wollen, kein Problem. Nimm ALAMADRID 5 und du kriegst 5 Euro für die erste Bestellung. Also, ich wünsche euch allen viel Spaß mit Holy. Ja, kommen wir von guter Laune zu sehr, sehr schlechter Laune. Ich hatte gestern eine sehr wütende Nacht hinter mir. Denn Real Madrid Castilla hat das 2-0 aus dem Hinspiel tatsächlich aus der Hand gegeben und im Rückspiel 3-0 verloren. Und das auf die schlimmste Art und Weise. Unter anderem mit einem Tor in der Nachspielzeit zum 3-0 für Sabadell. Aber die spanische Föderation wird es nicht zulassen, dass Real Madrid Castilla in die zweite Liga aufsteigt. Das ist mindestens schon die 4. oder 5. K.O.-Runden zum Ausstieg, die ich von Real Madrid Castilla verfolge. Und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. In diesem Fall schaut euch mal diesen glasklaren Elfmeter an Joan Martinez an, den der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Da hat der Trainer von Madrid gesagt, stopp, stopp, stopp. In der 3. Liga gibt es so eine VAR-Karte. Schau dir das mal bitte am Monitor an. Ja, und der hat sich das am Monitor angeschaut. 3 Minuten lang, hat immer wieder gesehen, wie der Typ den Fuß oder das Bein von Joan Martinez komplett umtritt, ohne eine Chance auf den Ball. Und der gibt trotzdem den Elfmeter nicht. Ja, und ein paar Minuten später, vor dem 2-0 für Sabadell, diesen Schubser an Thiago Pitach gibt er auch nicht. Ja, und somit macht Sabadell mit 2 Glücksaktionen wirklich und einem Foul und allem irgendwie das 2-0 und in der 92. Minute dann der Fehler von Lamini Fati zum 3-0 von Sabadell. Also, naja, wie dem auch sei, Real Madrid Castilla hat es nicht geschafft, in die zweite Liga aufzusteigen. Nächstes Jahr ein neuer Angriff. Ja, aber Schluss damit. Heute habe ich nicht Zeit für ein langes Video. Meine Kinder sind am Wochenende logischerweise nicht in der Schule. Die beschäftigen sich zurzeit. Aber ich möchte gleich natürlich Zeit mit ihnen verbringen als Papa. Deshalb legen wir direkt los. Ja, und lassen wir Fabrizio Romano doch einfach mal die Bombe platzen. Gestern sagte Florentino Perez im Interview mit Horizonte, als er nach Spielern für den Angriff gefragt wurde, am Dienstag werde ich ein Angebot abgeben. 150 Millionen Euro, ein Vereinsrekordangebot für Real Madrid, könnte der teuerste Spieler in der gesamten Geschichte von Real Madrid werden. Als er dann gefragt wurde, aber er wird doch kein Spieler für den Angriff sein. Denn du hast Kylian Mbappé, du hast Vinicius, du hast all die anderen. Die Antwort von Florentino Perez ist ganz klar. Bei Real Madrid ist es nie genug, wenn es um offensive Qualitätsspieler geht. Und jetzt, wir können bestätigen, dass Real Madrid am Dienstag voraussichtlich ein Angebot für Michael Olise abgeben wird.
Ja, denn gestern während der Fernsehsendung begann Florentino Perez einige Namen auszuschließen. Nicht Haaland, nicht Kane. Dann sagte er ist kein Premier League-Spieler. Dann wurde er nach Michael Olise gefragt. Der erste Name, nach dem Florentino Perez gefragt wurde, war Michael Olise. Aber die Antwort von Florentino Perez war großartiger Spieler. Aber nein, er ist es nicht. Dann versicherten interne Quellen bei Real Madrid, dass Florentino geblufft habe. Florentino wollte den Namen nicht nennen, bevor er nicht ein direktes Gespräch mit dem Verein geführt hatte. Florentino wollte öffentlich nichts sagen, um nicht wie der andere Kandidat, Enrique Riquelme, zu handeln. 24 Stunden zuvor präsentierte Riquelme das Trikot von Erling Haaland und kündigte Erling Haaland als Neuzugang für sein potenzielles Real Madrid-Projekt an. Dann kam die Antwort vom Vater und Berater sehr deutlich. Man City war darüber sehr verärgert und dementierte die Geschichte. Florentino wollte keine Namen nennen. Er dementierte bezüglich Michael Olise, aber hinter den Kulissen ist die Absicht des Real Madrid-Präsidenten, ein Rekordangebot des Vereins in Höhe von 150 Millionen Euro für Michael Olise abzugeben. Ja, ihr habt es selber gehört. Es ist doch Michael Olise. Florentino Perez hat im Fernsehen geblufft, weil er nicht das Gleiche machen wollte wie ein Enrique Riquelme. Er wollte nicht den Bayern-Chefs vor den Kopf stoßen und den Namen da raushauen und dann in irgendeinen Dementi von Bayern kassieren etc. pp. Er hat das Ganze mit etwas mehr Klasse gemacht, aber es ändert nichts daran. Er hat auch gesagt, ein Florentino Perez wird all in gehen. Er ist der Meinung, ein Olise ist der Spieler, den ein José Mourinho in seinem System braucht. Der Spieler, der sowohl nach vorne für die kreativen Punkte sorgen kann, als auch helfen kann in der Rückwärtsbewegung. Es ist einfach ein Spieler, in den sich ein Florentino Perez verliebt hat. Das waren die Worte von einem Fabrizio Romano. In den K.O.-Runden gegen Madrid war er wohl hellauf begeistert von der Leistung des Franzosen. Und ich muss auch sagen, im Santiago Bernabéu, ich war ja vor Ort im Spiel gegen die Bayern, und da war Olise schon richtig, richtig stark. Wenn der am Ball war, ja, hat man schon gesehen, er ist fast unmöglich zu verteidigen. Ja, und jetzt meine Einschätzung zur Situation. Als vor ein paar Wochen ein José Mourinho im Pokalfinale war von Bayern München gegen Stuttgart, hieß es ja, er ist da, um Olise zu beobachten. Das war natürlich absoluter Quatsch. Der war vom VfB Stuttgart eingeladen worden, über Adidas eine Aktion. Das hatte nichts mit Michael Olise zu tun. Ja, und da wurde Uli Hoeneß auch zu dem Thema gefragt und Uli Hoeneß hat gesagt, José Mourinho kann 2 Augen auf Olise werfen, kann von mir aus auch 5 Augen auf den werfen. Wir werden ihn nicht verkaufen, auch nicht für 200 Millionen. Wir sind kein Verkäuferverein, wir brauchen das Geld nicht und wir haben vor Jahren die Entscheidung getroffen, wir verkaufen keinen Spieler, dessen Verkauf unsere Mannschaft schwächen würde. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wen wollen sie denn kaufen, um den Michael Olise zu ersetzen, gleichwertig? Meiner Meinung nach gibt es keinen auf der Welt, der als rechter Flügel auf dem Niveau von dem Michael Olise ist. Ich weiß, da hat jeder eine eigene Meinung. Meiner Meinung nach gibt es da keinen vergleichbaren. Ja, und immer mehr, ich möchte Florentino Perez jetzt nicht einen doppelten Bluff vorwerfen oder wie auch immer man das nennt, aber Florentino Perez hat ja auch gesagt, er wird das größte Angebot in der Geschichte von Real Madrid machen. Er wird wohl 150 Millionen Euro anbieten und Uli Hoeneß wird sich damit wahrscheinlich seinen Allerwertesten abwischen, formuliere ich das Ganze mal so, und zurückschicken und sagen, nein, Olise ist unantastbar. Mal schauen, ob ein Florentino Perez laut einem Fabrizio Romano wird der All-In gehen und wird mehr und mehr und mehr versuchen. Vielleicht werden die Bayern tatsächlich schwach, vielleicht, wenn da irgendwann 170, 175 Millionen tatsächlich auf dem Tisch liegen, vielleicht fängst du dann doch an zu zweifeln und denkst, vielleicht mache ich es doch. Naja, bin ich gespannt. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Dazu haben mir die Aussagen von dem Michael Olise nach dem Champions-League-Spiel gegen Madrid persönlich nicht gefallen, wo er gesagt hat, Madrid, the king of the competition. Ja, fand ich ein bisschen respektlos. Über die fußballerischen Qualitäten brauchen wir uns nicht unterhalten. Wie gesagt, für mich der beste rechte Flügel in der Welt des Fußballs. Der würde fußballerisch Madrid natürlich weiterhelfen. Ja, müsste man aber dann schauen, was das mit den anderen Superstars macht, was das mit einem Kylian Mbappé macht, mit einem Vinny. Ja, wenn die 3 am Ende vorne rumstehen und nicht arbeiten, dann können die Namen so gut sein, wie die wollen. Naja, wie dem auch sei, die Information von einem Fabrizio Romano ist, Michael Olise ist tatsächlich der Auserwählte, der Kandidat, für den Florentino Perez alle Rekordbücher in der Geschichte von Real Madrid brechen möchte. Ja, bin ich gespannt. Ich drücke ihm die Daumen, so ein Michael Olise käme nie schlecht.
So, das war also die Aktion von Florentino Perez und auf diese Aktion folgte eine Reaktion von Enrique Riquelme und da möchte ich ein bisschen was aufklären. Ich hatte euch im Laufe der letzten Woche schon einige Clips, Interviews von Enrique Riquelme gezeigt und er hatte ganz klar gemacht, wir haben bereits einen Trainer unter Vertrag. Diesen Namen nenne ich euch nicht, weil dieser Trainer noch unter Vertrag ist und ich möchte ihn nicht in eine blöde Situation bringen. Ja, und meiner Meinung nach, ich habe es euch ja schon erklärt, hat ein Enrique Riquelme erkannt, selbst mit einem Rodri und einem Haaland, zwei unglaubliche Versprechen innerhalb von 2 Wochen, den wahrscheinlich besten Neuner der Welt und einen Ballon d'Or-Sieger, wahrscheinlich hat ein Enrique Riquelme am Anfang des Wahlkampfs gedacht, wenn ich die beiden bekomme, dann gewinne ich die Wahl sowieso. Und er hat das. Dann hat er dazu noch Raúl besorgt, dann hat er Del Bosque besorgt, Casillas, ihr wisst, ich bin kein großer Fan von denen, dann hat er Fernando Hierro besorgt, er hat für die Socios eine Menge aufgestellt. Was dieser Mann innerhalb von 2 Wochen aufgestellt hat, ist der absolute Wahnsinn. Ich bleibe dabei und ich bin auch der Meinung, in Zukunft wird dieser Mann irgendwann ein guter Präsident von Real Madrid sein, nur noch nicht jetzt. Gegen Florentino Perez kannst du nun mal nicht gewinnen. Dafür hat Florentino Perez zu viel vorzuweisen, was er in seinen 26 Jahren bei Real Madrid erreicht hat. Kein Mensch auf der Welt, ich habe es immer wieder gesagt, in den letzten Jahren gab es immer wieder Kritik, dass sich keiner zur Wahl stellt gegen Florentino Perez, dass das Ganze ein Monopol wäre, dass es, wie gesagt, keine fairen Wahlen gäbe, etc. Und ich habe immer wieder das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, Wahlen sind eine Farce bei Real Madrid, denn am Ende, da kannst du eine Mischung aus Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nimmt sie dann Kroos, alle zusammen, hätten keine Chance gegen den Florentino Perez. Und das hat sich in diesem Wahlkampf mal wieder bewiesen. Trotzdem, und da muss ich die Schere heben, muss ich sagen, dieser Wahlkampf hat Florentino Perez wieder zu dem gemacht, den wir kennen, zu dem gemacht, den wir lieben, das Feuer in ihm wieder geweckt. Denn ganz ehrlich, was sich in den letzten Wochen getan hat, rund um den Florentino Perez, haben wir so seit Jahren nicht mehr erlebt. Und der bleibt ja dabei, er hat gesagt, wir werden auf jeder Position weitere Spieler verpflichten. Also, es wird auf jeden Fall ein spannender Sommer bei Real Madrid. Schluss jetzt damit. Ein Enrique Riquelme hat erkannt, der Trainer, den er ausgesucht hat, wird die Fans nicht überzeugen. Wenn ein Haaland und ein Rodri die Fans schon nicht überzeugt haben, wird ein Mikel Arteta oder wer es auch immer am Ende war, die Fans nicht überzeugen. Und aus dem Satz, wir haben einen Trainer, der woanders unter Vertrag steht, wurde gestern etwas ganz anderes. Denn er hat ein Statement veröffentlicht. Ja, hören wir uns mal an, was in dem Statement stand. Und nun zu den neuesten Nachrichten von der Präsidentschaftswahl bei Real Madrid. Und der Kandidat, der gegen den amtierenden Präsidenten Florentino Perez antritt, Enrique Riquelme, hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er bestätigt, dass Jürgen Klopp seine Wahl für den Trainerposten im Bernabeu sein wird, falls er am Sonntag gewählt wird. Eine Erklärung aus Riquelmes Büro besagt, wir wissen, dass Jürgen Klopp öffentlich erklärt hat, dass er nicht beabsichtigt, auf die Trainerbank zurückzukehren und dass er zahlreiche Angebote abgelehnt hat. Genau deshalb glauben wir, dass die Herausforderung bei Real Madrid eine andere ist, denn es gibt viele große Vereine, aber es gibt nur ein Real Madrid. Es gibt nur eine Institution, die in der Lage ist, Tradition und Zukunft, Werte und Ehrgeiz, Leidenschaft und Exzellenz zu vereinen. Ja, Sky hatte das schon sehr gut zusammengefasst. Für euch nochmal, er hat gesagt, wenn ich Präsident werde, ab Montag wird ein Raúl sich in Kontakt setzen mit einem Jürgen Klopp und ihn versuchen zu überzeugen, Trainer von Real Madrid zu werden. Und das war an sich ein guter Schachzug. War natürlich auch das Titelblatt im Marca etc. Im Marca hat man sogar gesagt, dass das abgesprochen sei mit Klopp, dieses Statement. Die Information kam übrigens vom ABC, von Cañizares. Das ist übrigens genau der Journalist, der sich in der Pressekonferenz in den Haaren lag mit einem Florentino Perez. Also ihr wisst schon, woher diese Informationen kommen, für wen ein Cañizares natürlich in der Wahl von Real Madrid für den Präsidenten ist. Ja, denn daran ist gar nichts dran. Und das Ganze, die Information kam ausgerechnet aus Deutschland von Florian Plettenberg. Der hat sich nämlich mit dem Berater von Jürgen Klopp zusammengesetzt oder in Kontakt gesetzt, besser gesagt, Marc Kosicke. Und der hat gesagt, das ist nervig. Jürgen Klopp ist bei Red Bull sehr zufrieden. Das Kapitel Real Madrid ist für ihn derzeit geschlossen. Ich frage mich, warum der überhaupt sagt derzeit. Das weckt ja wieder Hoffnungen für die Zukunft. Naja, vielleicht
denkt sich ein Jürgen Klopp, ich möchte mir so eine Tür nicht für immer verschließen. Aber er sagt auch, das einzige Projekt, was einen Jürgen Klopp gerade außerhalb von Red Bull reizt, ist die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft, also auch nicht jetzt. Ja, und ich muss sagen, dieses, ich nenne es mal Hail Mary Manöver von einem Enrique Riquelme, wo er gemerkt hat, ich verliere hier den Wahlkampf, ich versuche jetzt nochmal eine Bombe zu wecken oder was auch immer, das ist ihm jetzt um die Ohren geflogen und ich glaube, das war's. Das war die letzte Chance für einen Enrique Riquelme. Ein Florentino Perez wird die Wahlen ganz klar gewinnen. Das ist meine persönliche Meinung. Trotzdem, ganz ehrlich, Häme und Spott sind meiner Meinung nach hier nicht angebracht. Im Gegenteil, Respekt für einen Mann, der mit 37 Jahren Milliardär ist, alles selbst erarbeitet und der so einen Wahlkampf in 2 Wochen aufgebaut hat. Ja, und ich bleibe dabei, ich bin mir fast sicher, wenn er Präsident gewesen oder geworden wäre, wäre ein Rodri auf jeden Fall gekommen und ich glaube, der hätte das auch mit dem Haaland geschafft. Keine Ahnung, ist meine persönliche Einschätzung. Ja, er sagt auch immer wieder übrigens, ich bin 37, wieso sollte ich meine Reputation in Gefahr bringen und so eine Lüge erzählen? Er sagt, ich bin ein Geschäftsmann, ich bin in der Welt der Geschäfte angesehen, der hat Milliarden-Deals abgeschlossen, gerade in Südamerika. Er sagt, ich riskiere doch meine Reputation nicht wegen so einer Lüge. Und da hat der Mann absolut recht. Ja, wie dem auch sei, deshalb bin ich der Meinung, der hätte das geschafft. Aber das hat hiermit nichts zu suchen. Ich bin der Meinung, Florentino Perez wird gewinnen. Ich bin der Meinung, zu Recht. Der hat sich das mit seiner Geschichte schon verdient. Und ja, trotzdem vielen Dank an Enrique Riquelme, dass er wieder das Feuer in dem Florentino Perez geweckt hat. Das ist meine persönliche Meinung. Heute ein etwas kürzeres Video. Ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Lasst die bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypt dieses Video. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf, unterstützt den Kanal ungemein. Und wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Es sei denn, heute passiert wieder irgendwas. Also, bis dahin.